Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute möchte ich mal ein Thema zum aktuellen Anlass eröffnen, und zwar zu einer Problematik, die es eigentlich schon seit Anbeginn der Drops gibt. Also es geht um die Twitch-Drops halt eben, ne? Und ja, da wurde kürzlich, beziehungsweise heute Morgen, mit der größte Streamer, der Shakes and Fidget ja, aktiv auf Twitch spielt, ausgeschlossen von den Drops. Und zwar ist das Neutral, der jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate eigentlich jetzt schon fast sich zum Fulltime-Streamer entwickelt hatte und ja, 12, 13, 14 Stunden Streams pro Tag gebracht hatte über das Spiel, um halt eben den Leuten die Drops zu ermöglichen. Ja? Anfangs kamen die Twitch-Drops heraus, da waren die nur exklusiv auf den Shakes and Fidget Official Channel, um das Ganze mal so als Probedurchlauf so ein bisschen zu testen. Ne? Da hatte ich aber dann auch schon gleich dazu gesagt, vorab, dass man das auf jeden Fall auf mehrere Kanäle spreaden sollte, damit sie das nicht so abhängig machen von einer Person bzw. von einem Kanal, wenn der nicht online ist und sich dann halt nur eben auf einen Kanal berufen müssen. Das wäre ein bisschen schade auf jeden Fall. Auch ja, irgendwo ein bisschen unfair den anderen gegenüber, die auf Twitch schon Ewigkeiten dort eben Shakes and Fidget spielen. Das wurde dann auch getan und dann wurde eine Handvoll Streamer wurde dazu genommen und ja, haben seitdem her Twitch-Drops. Ich glaube so, ich weiß gar nicht, so 5 Leute oder so neben dem Official Channel. Das ist auf jeden Fall mehr als nur der Official Channel, aber seitdem das passiert ist, was jetzt circa ungefähr knapp ein Jahr, nicht ganz ein Jahr her ist, hat sich da seitdem her auch nichts verändert. Diese 5 Streamer, die die Drops exclusive haben, die haben diese Drops heutzutage immer noch, und es sind leider nicht mehrere Leute in diesen Pool mit eingeschlossen worden. Ja? Ich mache die Thematik, wollte ich jetzt auch gleich vorab nochmal sagen, jetzt nicht extra auf, weil ich jetzt seit kurzem auf Twitch bin und von diesem ganzen Twitch-Drop-Ding partizipieren möchte. Das ist gar nicht meine Intention, und für die Leute, die mich ja schon länger verfolgen und vor einem Jahr schon zugeguckt haben, die wussten da meine Meinung schon vor einem Jahr circa, dass ich ganz großer Verfechter davon gewesen bin, dass auch andere Streamer, mehrere Streamer, die kleineren Streamer, die schon deutlich länger auf Twitch Shakes and Fidget aktiv bringen, dass die auch mit in diese Drop-Thematik mit einbezogen werden, damit halt einfach erstmal die ja, Twitch-Community da mehr von hat, die Streamer mehr von haben, die das Spiel halt eben aktiv zeigen, aber halt auch eben die Zuschauer davon ja, genug haben. Denn was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich nur diese 5 Streamer, die es momentan so gerade gibt, ich weiß jetzt nicht, ob es genau 5 sind, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ne, aber so ungefähr eine Handvoll circa so. Ne? Die meisten davon, oder ich glaube fast alle, also fast alle sind halt ja nicht Fulltime-Streamer, so wie ich ja auch, oder macht das Ganze nicht vollzeitmäßig, sondern einfach nur aus Hobby. So. Und ja, haben dann auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo sie halt eben streamen können. Und das sind natürlich dann schon marginale Zeiten, sag ich mal, wo man dann halt wirklich aktiv live dabei sein muss, sodass dann ja aus diesen 5 Streamern, die schon relativ wenig sind, dann vielleicht auch noch nicht sehr lange da sind, ja, das auf jeden Fall schwierig wird, diese Drops als Zuschauer zu erhalten. Ne? Man musste sich halt eben auf den Official Channel verlassen, weil das halt eben ja, ein Vollzeitding ist, sag ich mal, neben den anderen Leuten, die das halt eben so nebenbei machen. So, ne? Und deswegen hatte ich vor einem Jahr schon gesagt und verfechtet gehabt, dass das auf jeden Fall zu wenig ist. Nicht jetzt erst, wo ich auf Twitch auch bin, sondern auch schon damals. Ja, hatte ich das auch schon gesagt. So, die Leute werden sich erinnern, die mich schon verfolgt haben seit über einem Jahr. Und genau, das wollte ich nur noch mal so dazu gesagt haben. Und ja, jetzt ist halt eben Folgendes passiert. Der Neutral, der jetzt halt eben so ein bisschen das Aushängeschild gewesen ist die letzten Tage, wie gesagt Wochen, Monate, ich weiß nicht, wie lange er das jetzt macht, für die Shakes and Fidget Community auf Twitch. Das ist halt ein polnischer Streamer, der ja auch so hobbymäßig angefangen hatte und jetzt halt eben die letzte Zeit extrem krass durchgezogen hatte mit ja, täglichen Streams über 14, 15, 16 Stunden live und so. Es hat auf jeden Fall extrem krasse Ausmaße genommen. Und viele der Zuschauer haben sich halt eben, ja, kann man schon fast sagen, darauf verlassen, dass halt eben bei Neutral kann man sich easy halt eben die Drops holen, weil er immer da ist. So, ne?
Wie gesagt, hat sich aber auch erst zum Vollzeit-Streamer entwickelt und halt wahrscheinlich das Potenzial dahinter gesehen, wenn halt eben viele zuschauen, dass man da auch definitiv ein bisschen grinden kann, sag ich mal, auf Twitch. Und was ja per se auch auf jeden Fall nichts Schlechtes ist. Ne? Und er hatte sich hier auf Discord dazu auch ein bisschen geäußert gehabt. Hatte mit ein paar anderen Leuten hier geschrieben, also das ist jetzt mitten in einer Konversation entstanden so. Es ging so ein bisschen darum, dass er vielleicht zu viel gestreamt hatte oder dass ja, manche Sachen vielleicht auch, weiß nicht, nur so im Background gelaufen sind und nur SF so nebenbei kam. Ne? Es wurde so ein bisschen gemunkelt, worüber kam das jetzt so, ne? Oder auch, ja, dass eventuell weil er vielleicht, ich kann seine Sprache halt nicht nachvollziehen, aber ein paar Schimpfwörter oder sowas on-stream gesagt hat und deswegen das weggenommen wurde. Deswegen hat er sich dazu hier heute ein bisschen geäußert und hatte dann sowas auch hier geschrieben, dass er heute Morgen, also wirklich heute, seinen Stream gestartet hat, die Drops aktiv waren, aber nach circa 40 Minuten sein Kanal ausgeschlossen worden ist und er erst nach ein paar Stunden erfahren hat, was los ist und davor auch keine Warnung oder sowas bekommen hatte. Er schreibt hier dann auch noch zusätzlich, dass viele Spieler darüber immer froh gewesen sind, seine langen Streams mitzuverfolgen, um halt eben auch die Drops jedes Mal zu 100% abholen zu können. Und naja, auf jeden Fall sagt er jetzt halt, ist er erstmal davon wohl ausgeschlossen. Warum, ist unklar. Die Gründe sind nicht zu 100%ig hier ersichtlich gewesen für ihn, ist jetzt aber erstmal weiterhin da für seine polnische Community, aber halt eben ohne die Drops. Ne? Dann hat er sich noch weiterhin dazu geäußert, nachdem auf den Text halt eben eingegangen worden ist, wurde darüber halt spekuliert, ob halt vielleicht auch Twitch damit zu tun haben könnte. Da hatte er dann auch noch zugeschrieben, dass er das zu 100% verneint oder nicht denkt, dass es Twitch ist, sondern eher inoffizielle Gründe gab, dass vielleicht ein Platz für eine andere Person benötigt wird, was ich persönlich aus meiner Wahrnehmung komplett Schwachsinn finde, so muss ich sagen, weil warum sollten, wie gesagt, nur diese 5 Streamer diese Drops bekommen und niemand anderes sollte die dazu zusätzlich bekommen können. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als ob man auf Twitch oder irgendwie jetzt mehrere Ressourcen braucht, um halt eben mehrere Streamer die Drops ermöglichen zu können. So, ne? Also hat er gesagt, daran liegt es auf jeden Fall nicht. Genau, und ging dann hier auf seinen Kollegen ein auf Twitch, der Zombie, den kennt ihr ja vielleicht auch, ne? Dass er auch lange gestreamt hatte und aber halt eben auch momentan eben auch aus gesundheitlichen Problemen auch nicht wirklich mehr streamen konnte in letzter Zeit wohl so regelmäßig irgendwie, ne? Was halt eben dann wiederum das Ganze noch schlechter macht auf jeden Fall, weil von den 5 Streamern sind es dann zum Beispiel nur noch 4 Streamer, weil einer auch komplett wegfällt, ne? Und dann hat man natürlich noch eine engere Dichte an den Leuten, die halt eben die Drops bekommen können und die Leute müssen sich halt eben auf diese Streamer halt eben auch verlassen. Deswegen finde ich, dass dieses ganze Drop-System von generell auf mal ein bisschen überarbeitet werden sollte in Zukunft. Und ja, wie gesagt, das sage ich jetzt nicht hier aus meiner Position, dass ich jetzt auch auf Twitch bin etc. pp., sondern diese Meinung habe ich auch schon damals kundgetan, als die Drops direkt rauskamen. Das Schlimmste ist, dass Creator mit Drops im Allgemeinen keine genauen Regeln haben, was wir machen dürfen, was wir zeigen dürfen, wie viele Stunden wir streamen dürfen und so weiter. Shakes & Fidget ist ein Browser-Game, also muss ich manchmal auf etwas warten. Es ist kein Action-Spiel wie Counter-Strike zum Beispiel. Ich weiß, dass ich die Kategorie meines Streams ändern muss, wenn ich aufhöre, SF zu spielen und zu einem anderen Spiel wechsle, aber ich zeige immer SF, auch wenn ich mit meinen Zuschauern spreche und mein Spiel nicht dynamisch ist in dem Sinne. Vor einigen Wochen habe ich mit einem Verantwortlichen über Drops gesprochen und mir wurde bestätigt, dass ich Informationen bekomme, wenn ich etwas falsch mache, damit ich es ändern kann. Ne? Genau, das ist halt so, und in der Zwischenzeit war er halt auf jeden Fall darüber überrascht, dass dann solche Änderungen auf jeden Fall kamen, ohne ihn darüber vorher in Kenntnis gesetzt zu haben. Ne? Also ja, das ist momentan gerade so die Thematik auf Twitch. Ne? Wie gesagt, eine Problematik, die ich halt eben schon seit Anbeginn der Drops sehe und halt eben, wie gesagt, nicht aus dem Aspekt, dass ich jetzt halt eben auch auf Twitch bin, ne, sondern halt eben schon das damals meinen Twitch-Kollegen gegönnt habe, die halt, weiß ich nicht,
vielleicht nicht so viele Zuschauer haben oder die, ja, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen. Man weiß ja auch nicht ganz genau, wonach die ja, Leute da gingen, die dafür verantwortlich gemacht worden sind. Wer die Drops bekommen hatte und wer halt eben nicht. Ne, das ja, weiß man ja jetzt nicht. Es gibt keine klaren Richtlinien auf jeden Fall, bis dato auf jeden Fall. Hoffe, dass es in Zukunft aber eventuell noch geändert wird, damit da auch ein bisschen mehr Variety herrscht und mehr Twitch-Streamer inkludiert werden, was ja auch ein Vorteil halt eben für die Zuschauer ist, ne? Weil man hat eben gesehen, dadurch, dass jetzt zum Beispiel sich ein Großteil der Zuschauerschaft auf Neutral verlassen hat, weil er halt eben wirklich ja, am Tag mehr als die Hälfte Shakes and Fidget live gewesen ist auf Twitch und sich halt eben dadurch auf jeden Fall eine gewisse Zuschauerschaft aufgebaut hatte und man sich aber auch auf der anderen Seite als Zuschauer darauf verlassen konnte, dass man eben sicher seine Drops bekommt und ja, wenn man halt eben, keine Ahnung, das auf so einen kleinen Pool an Streamern dämmt, sag ich mal, denn ja, davon jemand krank ist, ne, dann die anderen vielleicht arbeiten müssen und dann vielleicht wirklich nur ein kleines Zeitfenster da ist es halt, wie gesagt, aus meiner Ansicht nach der falsche Weg, mit diesen Drops umzugehen. Und ja, da müsste definitiv in Zukunft auch auf jeden Fall ein bisschen was passieren, dass man auf jeden Fall da auch ein bisschen gegen vorsorgen kann. Ja, genau. Am Ende des Tages wissen wir halt eben nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Ne? Neutral selbst auch nicht, dass halt eben ja, so ein großer Streamer, ja, wie er es gewesen ist mit den Drops, halt jetzt eben von den Drops ausgeschlossen wird, aus irgendeinem Grund. Ne? Ja, und deswegen muss man sich jetzt als Zuschauer halt auch eben jetzt andere Kanäle suchen, beziehungsweise halt eben auf die Kanäle, die noch da sind, verlassen, dass die halt eben auch regelmäßig online kommen. Ne? Ja, Leute, das erstmal soweit dazu, die neuesten Informationen. Heute mal so ein bisschen Klatsch und Tratsch, habe ich das Gefühl, aber ja, am Ende des Tages betrifft es euch ja auch. Ich habe das Gefühl, dass viele der Free-to-Play-Spieler von euch heutzutage wirklich fast schon drauf angewiesen sind, auf die Drops, die sich regelmäßig einzuheimsen, weil da halt eben auch viel cooler Stuff bei rumkommt und ja, demzufolge halt auch eben das schon in ihren täglichen bzw. wöchentlichen, monatlichen ja, Ablauf von Shakes and Fidget mit einkalkulieren, dass sie darüber so über die Runden kommen als Free-to-Play, Low-Eco-Spieler, was weiß ich, ne? Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass da auch in Zukunft ein bisschen was ausgebaut wird, ne? Ja, das nur noch so mal ganz kurz meine Meinung zu dieser ganzen Thematik. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Also ich würde es mir auf jeden Fall für die Streamer, die auf Twitch schon längerfristig Shakes and Fidget spielen, auf jeden Fall wünschen, dass die auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie die Jobs bekommen, dass man halt als Zuschauer nicht auf diese Handvoll Kanäle sich verlassen muss, dass die online kommen. Und wie gesagt, das geht halt jetzt schon seit knapp einem Jahr so, ne? Dass halt eben diese paar bestimmten Streamer ja, dafür zuständig sind, dass die Leute halt die Drops bekommen. Ne? Und wie gesagt, Leute haben mal Urlaub, Leute werden mal krank, Leute fallen mal aus und dann wird es teilweise echt auch wirklich schwer, ja, sich darauf zu verlassen. Und genau, deswegen sollte man definitiv da ein bisschen spreaden, meiner Meinung nach. Alles klar, Leute, das erstmal soweit zu den aktuellen News heute. Ne? Ja, und ansonsten, wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu der ganzen Thematik haltet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.